Hey Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Unglaubliche Sachen wurden gestern auf der Ubisoft Forward gezeigt. Unter anderem wurde das Meteor DLC offiziell angekündigt. Wir haben ein Year 2 bei Assassin's Creed Valhalla das allererste Mal und es wurde eine geheime Botschaft im Teaser zum Meteor DLC versteckt, die wir heute lösen. Ihr seht also auf meinem Kanal, findet ihr alles rund um Assassin's Creed, News, Lore, aber natürlich auch Rätsel. Wenn ihr da nichts mehr verpassen wollt, dann jetzt den Abo-Knopf drücken. Aber fangen wir mal an. Die gute Karen Lee, Senior Community Developer bei Ubisoft, hat das Ganze präsentiert, hier die ganze Präsi geleitet und am Ende uns eine nette Info gegeben, dass es ein Year 2 geben wird, also ein zweites Jahr, wo wir mehr DLCs bekommen werden. Das heißt also das Meteor DLC, was geleakt wurde und was heute auch angekündigt wurde, gestern respektive, wird nicht das Einzige sein. Was hierbei interessant ist, ist ihre Aussage, dass sie gesagt hat, dass sie es weit bis in das zweite Jahr unterstützen werden. Was heißt jetzt Year 2? Year 2 bedeutet ab dem 10. November 2021, alles was danach kommt, ist im Year 2 Season Pass mit inbegriffen. Also da wird es wahrscheinlich einen zweiten Season Pass geben. Der wird, denke ich mal, 30 bis 40 Euro kosten. 40 Euro wäre, glaube ich, Maximalgrenze, um ehrlich zu sein. 30 wäre stabil, aber würden sie, glaube ich, nicht machen, wenn das erste DLC 25 Euro als Standalone kostet. Aber auf jeden Fall wird es da bis ins Jahr 2022, weit ins Jahr 2022 etwas geben. Für mich also der Hinweis, es wird kein Assassin's Creed im Frühjahr 2022 geben, sondern erst im Winter 2022. Mega geile News, finde ich, und dafür erstmal einen Daumen nach oben. Da würde ich mich mega freuen. Und jetzt kommt die interessante News. Sie hat dann einen Teaser eingeleitet und ich bin ausgerastet. Sie meinte, irgendwas sagt mir, dass Eivor mit Odin noch nicht fertig ist. Und dann kam ein netter Teaser, den zeige ich euch mal. Next year. Something tells me that Eivor is not done with Odin yet. Ja, wir sehen Lava, wir sehen abgestorbene Bäume, dann zoomt das Bild raus und wir sehen ein Tor mit ISO-Schrift. Und das ist natürlich ganz klar der Hinweis für Muspelheim, für das Meteor-DLC, was ja schon in Leaks in den vergangenen Wochen gezeigt wurde. Und wo wir dieses Tor finden, ist hier, wenn man rauszoomt, auch ersichtlich. Ja, man sieht im Hintergrund Berge, man sieht mehrere andere Tore. Und wo könnte das sein? Es gibt nur einen Ort in der Welt von Assassin's Creed Valhalla, wo ihr diesen Ort findet, nämlich in Asgard. Wenn ihr kurz vom Bifrost euch rausportet, dann seht ihr natürlich noch andere Portale, auf die wir gleich eingehen. Denn die geben einen Hinweis darauf, was für andere DLCs noch kommen könnten. Den ISO-Text konnte ich leider bisher noch nicht übersetzen. Ich habe da auch rumgefragt schon. Wenn ihr es wisst, schreibt es mir auf jeden Fall in die Kommentare. Aber hört mal ganz genau hin, denn eine geheime Botschaft wurde hier wirklich versteckt. Und was interessant ist, diese Nachricht wurde auch schon von einem Nutzer aus einem Discord von JoeRaptor gelöst. Und zwar von Mr. Jacob G. Ja, also Props gehen raus auf jeden Fall an dich. Und diese Nachricht hat er dann in einen Text umgewandelt. Das nennt man Spektrogramm. Und dort sind mehrere Sachen entstanden. Ein kleiner Fun-Fact. Mit dieser Art von Kommunikation haben Layla und Co. das Grab von Eivor gefunden. Ja, das habt ihr vielleicht ganz am Anfang gehört. Da gab es quasi so eine Audiodatei, die war so ein bisschen verschlüsselt. Und dadurch haben sie eine Nachricht entdeckt, mit der sie das Grab von Eivor gefunden haben. Aber nun zur Nachricht. Die wurde übersetzt und heißt wortwörtlich: What do you truly understand? Would a blind go mad trying to see? Und das heißt im Deutschen natürlich: Was verstehst du wirklich? Würde ein Blinder verrückt werden, nur um zu sehen? Und das ist natürlich ganz klar eine Aussage von Loki an Odin, denn er nennt ihn ja auch in diesem Secret-Trailer, den man findet, wenn man alle Fragmente, Animus-Fragmente in der Welt von Englerland einsammelt, nennt ja Loki in diesem Trailer, in diesem Ragnarök-Trailer, nennt er ihn ja Mad One. Und er wird ja auch als Mad One bezeichnet. Er ist ja schon quasi blind. Ja, er hat ein Auge abgegeben, er hat ein Auge geopfert, nur um mehr Weisheit zu erlangen. Und würde er, sage ich mal, noch verrückter werden, um noch mehr zu sehen, um Ragnarök zu verhindern. Interessant ist hierbei auch, dass Layla Eivors Grab ja nur gefunden hat, weil Basim, das war ja der Ursprung, weil Basim eine Nachricht rausgeschickt hat. Ja, diese verschlüsselte Tonnachricht, dass Layla und Co. eben das Grab finden und dass Basim irgendwie ausbrechen kann, was er ja am Ende dann auch ist.
Ja, dementsprechend hier auch genau dasselbe, genau dieselbe Nachrichtenart, nämlich so eine verschlüsselte Tonnachricht. Also es kann sich nur um Loki handeln und als Karen Lee im Trailer gesagt hat, irgendwas sagt mir, dass Eivor mit Odin noch nicht fertig ist, da meinte sie zwar Eivor, aber eigentlich meinte sie Loki. Weil Loki ist mit Odin noch lange nicht fertig, er ist ihm ja hinterhergejagt und wir werden also die Fortsetzung dieser Geschichte erfahren. So, was für DLCs können da noch wirklich gemacht werden? Und da gucken wir uns mal ganz kurz Asgard an. Und wenn ihr euch nach Asgard teleportiert, dann habt ihr gleich an diesem Berg mehrere Tore und die bin ich natürlich abgegangen und der erste Hinweis ist natürlich ganz klar, das Tor, was schon im Trailer, im Spiel offen ist, nach Jötunheim, was ihr schließen müsst, das kennen wir. Dann können wir uns zurück teleportieren nach Midgard. Das ist die zweite Welt. Das dritte Tor, und das ist jetzt unser Tor, da sehen wir schon Parallelen, nämlich mit dem Lavaboden, ja, und mit dem feurigen Design. Das ist natürlich Muspelheim, das ist die feurige Welt, ja, The Land of the Raging Fire wurde jetzt hier in einem Bild gerade genannt. Also, das könnte interessant werden. Dort ist übrigens ein gewisser Sod, der Anführer, von dem wir ja auch ein Schwert bekommen können aus dem Helheim-Set. Und der wird später bei Ragnarök nochmal wichtig, aber dazu in einem anderen Video mehr. Das vierte Tor, das war mir nicht ganz schlüssig, das könnte Alfheim sein, ja. Das Land der Elfen. Das fünfte Tor ist sehr interessant. Man hat relativ viele Pflanzen und Rosen. Ja, bedeutet einfach ein Zeichen für Fruchtbarkeit. Und das Land der Fruchtbarkeit ist natürlich Vanaheim. Das sechste Tor, das ist im Berg. Und das ist natürlich ein Zeichen für Leute, die, sage ich mal, ja, im Berg leben. Und welche Personen leben im Berg in der Welt von Assassin's Creed Valhalla in der Mythologie? Natürlich die Zwergen. Und dementsprechend ist das die Welt, wie heißt sie? Svartalfheim. Ja. Das siebte Tor, das sehen wir hier. Das könnte wirklich ein Hinweis auf eins der nächsten DLCs sein, was vielleicht im Winter auch kommen würde. Vielleicht im Frühjahr 2022 wäre sehr interessant. Das ist nämlich Niflheim. Hier sehen wir ganz klar Eis. Wir haben auch schon ein Set, was den gleichen Namen trägt. Und wenn wir dann ein wenig weiterlaufen, dann sehen wir ein ähnliches Szenario. Man sieht Eis, aber auch Knochen. Und das ist natürlich Helheim, ja, das Reich der Toten. Und somit haben wir 8 Welten plus Asgard, das heißt 9 Welten insgesamt. Alfheim, Muspelheim, Vanaheim, Svartalfheim, Helheim, Niflheim und Jötunheim und Midgard. Das sind die Welten. Und jetzt kommt noch die Frage, okay, wird es noch einen Story-DLC geben? Ich denke mal schon. Ich denke, sie werden es so machen, dass sie maximal 3 DLCs im Jahr 2022 releasen werden. Vielleicht 2 ISO-DLCs und ein Story-DLC. Ich denke, mehr wird da nicht kommen. Oder vielleicht sie sagen, okay, 2 Story-DLCs und ein ISO-DLC. Müssen wir mal gucken, was da kommt. Aber Niflheim kann ich mir extrem gut vorstellen. Müssen wir mal schauen. Ich würde mich auf jeden Fall über ein Abo freuen und auch über einen Daumen. Ihr kennt das ja. Die Glocke, wenn ihr die läutet, das freut mich auf jeden Fall. Und dann sehen wir uns heute Abend um 18 Uhr, wenn wir uns nämlich den Xbox und Bethesda Showcase angucken. Also es geht weiter mit der E3. Ich freue mich, euch zu sehen. Bis dahin, Freunde, ja. Euer Pascal. Tschüss mit Ö und ciao mit V.